Unsere parametrische Spannbetonbrücke mit Rhino, Grasshopper und Sophistic benötigt natürlich auch Auflager. Und so geht es in diesem Teil 6 darum, die Stütze zu erzeugen. Wir machen also hier weiter in unserem Skript, holen uns erstmal wieder eine Überschrift, schieben wir hier ein bisschen rüber, so. Und ja, das soll die Stütze werden. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen natürlich einen Querschnitt. Das kennen Sie schon, haben wir uns schon angeschaut. Hier gibt es die Möglichkeit, eine JSON-Datei einzulesen. Das möchte ich machen. Ich habe nämlich eine JSON-Datei mit einer rechteckigen Stütze mit abgerundeten Radien. Diese Datei stelle ich Ihnen natürlich zur Verfügung und sie heißt rectangular, Freizeichen, eckige Klammer, Millimeter, eckige Klammer zu, Punkt JSON. So heißt unser Querschnitt. Den stecken wir da rein. Und ja, wenn wir jetzt mal direkt uns den anschauen mit View Section, dann müssen wir jetzt schon sehr genau gucken. Wenn ich nämlich hier ranzoome und das anklicke, dass es grün wird, sehen wir, der liegt jetzt hier genau da, wo wir auch eben den Überbauquerschnitt angelegt haben. Das ist natürlich ein bisschen unübersichtlich. Wir können zwei Dinge machen. Einerseits können wir den Überbau, wenn ich den hier nochmal auswähle, dann sehen wir, wird jetzt wieder grün. Hier kann ich also mittlere Maustaste drücken und hier diesen Mann mit den verbundenen Augen anklicken. Ja, dann ist jetzt dieses View Section von dem Überbau verschwunden. So sehe ich schon mal mehr. Und zum Zweiten will ich den gleich auch noch woanders hinlegen, wo wir mehr Platz haben. Aber zunächst mal, also das hier ist unser Querschnitt. Ja, wissen wir jetzt im Moment gar nicht, welche Abmessungen der hat. Also müssen wir den auf jeden Fall mal modifizieren. Und da gehen wir hier wieder rein in Modify Section. Den können wir schon mal uns hier bereitstellen. Wir brauchen aber natürlich noch die Section Attributes. Da müssen wir mal hier gucken, wo wir die finden. Die sind hier. So, wir wollen also jetzt die Attribute ändern. Zunächst mal hole ich mir hier wieder ein Panel und muss der Section eine ID geben. Sage ich mal, das ist ID 1. Und dann kopiere ich mir den einmal. So. Jetzt brauchen wir einen Section-Namen. Das nenne ich einfach mal Stützen Querschnitt. So. Und das ist unser Querschnittsname. Was brauchen wir noch? Gut, brauchen wir zwar jetzt noch nicht, aber wir können trotzdem ja schon mal eine Materialnummer vergeben. Da werden wir später noch zu kommen. Damit haben wir das. Jetzt können wir den Querschnitt hier mal reinstecken und mit den Attributen füttern. So, und jetzt müssen wir natürlich hier noch die Dinge eingeben, die wir ändern wollen. Also der Querschnitt hat offensichtlich Variablen für Höhe, Breite und Radius. Das steckt in der JSON-Datei. Ja, dann nehmen wir uns doch dazu am besten wieder Slider. 3 Stück. 2 und 3. Der erste hier für die Höhe. Sagen wir Edit. Der soll, ja, lassen wir den einfach mal von 600
bis 5000 laufen und wir brauchen hier eigentlich jetzt keine Nachkommazahl stellen. Stelle ich mal das so ein. Also hier von 600 bis 5000, das soll mal unsere Höhe sein und die stellen wir, lassen wir es erstmal eingestellt, so wie es ist. Kümmern wir uns um den zweiten Slider, der, ja, brauche ich auch keine Nachkommastellen, soll von 1000 bis 4000 gehen. Kann man hier überprüfen, okay. Und dann brauchen wir noch den Radius. Der Radius, auch da brauche ich keine Nachkommastellen, soll von 0 bis 500 zum Beispiel gehen. So, jetzt hier noch reinstipseln. Die drei Werte. Okay. Und damit wir was sehen, nehme ich den hier mal raus. Disconnect. Schiebe den darüber und will mal sehen, was wir daraus gemacht haben. So, da sehen wir jetzt also unseren Rechteckquerschnitt schon mal ein bisschen größer. Das hier ist die Höhe. Kann man gut sehen, wenn ich daran ziehe. So, den stellen wir mal ein auf 2200 Millimeter. Dann die Breite, kann man hier ganz gut erkennen. Den will ich auf 1000, also 1 Meter einstellen. Und der Radius, ja, kann man auch ganz gut erkennen, das ist der Eckradius. Den wollen wir mal auf 200 einstellen. Das soll also unser Querschnitt sein. Und ich hatte schon gesagt, ich will den noch ein bisschen woanders hinschieben. Also wir können eventuell erkennen, ja, wir sehen es genau, der liegt also jetzt hier senkrecht in der senkrecht zur XY-Ebene. Das wollen wir auf jeden Fall natürlich ändern. Und dann soll der auch noch ein bisschen rübergeschoben werden. Ich mache das folgendermaßen. Ich gehe auf Vektor. Hier gibt es die Ebenen. Hole mir jetzt also die XY-Ebene dazu. Und ja, möchte das Ganze einfach hier mal 50 Meter in Richtung Y-Achse verschieben. Also mache ich mir wieder ein Panel und ich würde jetzt hier eingeben 0,50, also 0 in X-Richtung, 50 in Y-Richtung. Und ich gebe erstmal hier 0 ein für die Z-Richtung. So. Jetzt sehen wir schon, hier ist jetzt sehen wir, wo das landen wird. Und dann stecke ich die Ebene da hinein. Ja, und jetzt sehen wir also, wir haben diesen Querschnitt gedreht in die XY-Ebene und um 50 Meter in Y-Richtung verschoben, sodass wir uns hier auch nicht mehr in die Quere kommen, selbst wenn wir jetzt den Überbau hier mittlere Maustaste wieder einschalten würden. Können wir auch machen. Ups, was habe ich hier gemacht? Das war einer zu viel. Okay, also wir haben den Querschnitt eingelesen, wir haben die Parameter geändert und ihn da rüber geschoben. Bisher ist es aber nur ein Querschnitt. Wir wollen natürlich auch noch jetzt eine Höhe dem Querschnitt verpassen, damit es eine richtige 3D-Stütze wird. Und ich schiebe das hier mal ein bisschen rüber. Dafür müssen wir jetzt den Querschnitt extrudieren. Auch das schieben wir mal rüber. Da sehen wir den Querschnitt. Ja, wir wollen extrudieren. Dafür gibt es hier Surface und
Bei Surface gibt es unter Freeform den Befehl Extrude. Den brauchen wir jetzt natürlich. Ja, was kann man hier reinstecken? Also zunächst mal, was wollen wir extrudieren? Natürlich unsere, äh, unseren Querschnitt. So, jetzt muss man natürlich wissen, in welche Richtung denn. Und dafür brauchen wir natürlich wieder einen Vektor. Und zwar wollen wir, sehen wir hier, in die Z-Richtung gehen. Also hole ich mir den Unit Z-Vektor. Und um das Ganze wieder parametrisch zu gestalten, brauchen wir einen Slider. Den kann man sich auch schneller hier erzeugen, anstatt immer da oben drüber zu gehen. Wir klicken einfach doppelt auf den Canvas und geben sofort ohne Anführungszeichen die untere Grenze ein, dann ein kleiner Zeichen und dann die obere Grenze. Also meine Stütze oder mein Slider soll hier von 0 bis 10, sagen wir mal, gehen. So stecke ich da rein und ich stelle den direkt mal auf 3 Meter ein. Ja, und das soll unsere Richtung sein. Und da sehen wir schon, dass die Extrusion also hier wunderbar funktioniert. Was wir auch feststellen, ist, dass jetzt die Stütze nach oben geht. Das ist allerdings nicht gewünscht. Ich möchte sie gleich, also ich möchte die Ebene, wo der Querschnitt drin liegt, an die Unterkante des Überbaus setzen und dann soll die Stütze nach unten sich entwickeln. Dafür können wir hier natürlich einerseits den Slider einfach umändern oder was auch immer praktisch ist, hier auf Direction, rechte Maustaste und dort gibt es die Möglichkeit, eine Expression einzugeben. Und das funktioniert so, dass also unser Wert als x bezeichnet wird und dann können wir einfach mal sagen, also das ganz normal dieses Stern und mal minus 1, ja, und bestätigen. Ja, und da sieht man schon, jetzt geht die Stütze nach unten, weil der Wert, den wir hier einstellen, mit minus 1 multipliziert wird, steckt in der Expression. Das kann man machen. Ich finde, das sollte man nicht übertreiben, weil das sonst auch unübersichtlich wird. Aber ich habe es hier mal gemacht, damit Sie das, falls Sie es noch nicht kannten, auch kennenlernen. Gut, ich denke, das war's für dieses Video. Im nächsten Video wollen wir dann die Stütze an die richtige Position transformieren, nämlich hier in die Mitte des Überbaus. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.